Ein geniales Konzept, ja. Diesmal mit einem Hubbett. Ja, das Ganze ist auf Bändern, ist drauf und hier sieht man es ganz, ganz schön. Das sind ganz beliebte Fahrzeuge für Leute, die gerne Mountainbikes hätten, aber sie nicht bezahlen möchten. Ja, wenn man sie nicht ordentlich sichert, dann könnte es sein, dass am nächsten Tag keine Mountainbikes mehr da sind. Ja, so ist es leider. Und deswegen ist der sicherste Platz natürlich im Auto und nicht auf dem Heckträger. Ja, ich grüße dich, Martin. Hallo, guten Tag. Ja, hier stehen wir vor dem Adria Twin Supreme 640 SGX. Dieses Fahrzeug ist mit diesem elektrischen Hubbett ausgestattet. Man kann das Fahrzeug in allen verschiedenen Höhen das Bett fixieren und kann dann darauf schlafen. Ja, das ist auch vorne in der Schiene drin, das heißt, das wackelt auch nicht hin und her? Genau, das ist so fix montiert in der Schiene drin, dass auch wenn man das Fahrzeug auch mal etwas uneben parkiert hat, dass man trotzdem gut schlafen kann. Ja, ihr habt dem Fahrzeug sogar hier diesmal eine Klimaanlage verpasst. Das ist der Wunsch von vielen Leuten. Ist optional, die Klimaanlage? Die Klimaanlage ist optional, ja. Ja, aber steht dem wirklich gut. Wenn das Hubbett ganz oben ist, könntest du das mal kurz machen? Könntest du mir das mal hochfahren? Gerne mal. Vorne ist der Schalter. Dann habe ich den kompletten Stauraum. Als zum Beispiel Nutzfahrzeug könnte ich es nutzen oder ich könnte mich da umziehen, könnte mich anziehen. Das ist jetzt ganz oben? Jetzt ist es ganz oben so, dass oben noch das Bettzeugs Platz hat und man kommt so natürlich sehr gut zu den Ladeschränken, auch unten zu den Schubladen und den Staufächern. Und hier natürlich auch zum Gaskasten. Ja, was ziemlich interessant ist, ist natürlich das Konzept, was hier dahinter steht. Das ist ein ganz neues Konzept. Man sieht das, man hat keine Holzfarben hier drin, alles ist grau gehalten. Die Zielgruppe sind aktive Menschen. Genau, das sind aktive Leute, die draußen Outdoor-Sport betreiben und so weiter. Das ist schön hier, viele Details wie die Leselampe, die sind so schick geworden, oder? Sind sehr schön geworden und man kann sie auch gut richten, dass man auch abends noch, wenn man etwas lesen will, dass man da gutes Licht hat. So, jetzt kommt es noch viel besser. Wenn du mal so nett bist, die Velos, die sind hier fest montiert, oder könnte man die mal ganz kurz rausholen? Die können wir raus. Genau, zeig mal bitte. Okay. Denn viele Leute möchten nämlich einen bequemen Einstieg haben, wenn sie später schlafen. Und wir nehmen sie jetzt mal raus. Man hätte sie natürlich angebunden, hier mit Carbonrahmen, die sind besonders beliebt bei Menschen, die nichts dafür bezahlen wollen. So, die Velos kommen raus. Du merkst auch, du brauchst keinen zusätzlichen Treppe oder irgendwas. Die Höhe ist ordentlich. Das geht ruckzuck. Und fahr jetzt mal das Bett bitte mal ganz runter. Das ist lautlos fast, oder? Fast lautlos, es arbeitet mit Gurtsystemen. Daher ist auch die Traglast von 200 Kilogramm gegeben. So, jetzt liegt es auf und jetzt kann ich von vorne, wir gehen mal gerade zur anderen Seite rein, dass wir das mal sehen. Fahrzeug ist schwer umlagert, mal wieder Twin Supreme 640 SGX. Bitte geh mal vor, dann kannst du das mal demonstrieren. Und jetzt kann ich ganz bequem ohne Leiter einsteigen. Genau. Wir haben den Einstieg, man geht einfach so rauf und dann kann man sich hinten bewegen zum Schlafen. Das ist doch stark, oder das System? Das ist super, ja. Ja. Wenn die Leute das sehen, ihr habt ja jetzt ganz bewusst die beiden Velos habt ihr reingemacht, ja, damit die Leute da drauf gucken können. Das ist ein richtiger Hingucker. Die bleiben hier praktisch magnetisch stehen von dem Auto. Das SGX ist das Fahrzeug überhaupt, der Hingucker an der Messe, weil es deckt wirklich alle Sportarten ab, die man machen kann. Genial finde ich, dass du die Bettauflagen kannst du liegen lassen. Das heißt, du hast wirklich in 60 Sekunden hast du deinen Schlafplatz weg, hast den Platz zum Umziehen. Jetzt habt ihr hier eine richtige Dusche eingebaut mit Schwenkbad. Das ist auch richtig. Wir haben so in dieser Position ist es die Toilette, die man benutzen kann. Ganz einfach. Und wenn man dann mal duschen will nach dem Sport, nach dem Mountainbiken oder so, schwenkt man es einfach rum und dann kann man schon duschen. Genau, wenn du mal kurz reingehst vom Platz her, da gibt es viel, viel engere Schwenkbäder, muss man sagen. Das hier so. Hat man noch richtig Platz, oder? Da hat man noch richtig Platz, man kann sich auch bewegen von dem her, also man kann sich duschen. Die Brause ist fix montiert, die läuft auch so, man muss keinen Knopf drücken oder so. Also das ist wirklich sehr gut und es ist auch in kürzester Zeit wieder trocken gerieben. Ja, das Schöne ist oben der Handtuchhalter, den man wahlweise auch für Skikleidung verwenden kann. Das ist auch sehr interessant, denn der Raum wird ja gerne auch mal benutzt, um große, schwere Jacken während der Fahrt zu transportieren. Genau, zum Beispiel, wenn man auch im Wald war, spazieren gehen, es kam eine Regenschauer und so, dann kann man das hier aufhängen und dann ist es schon trocken. Ihr habt mehrere Abläufe drin, das heißt, egal wie das Fahrzeug steht, es läuft ab? Richtig, genau. Das ist auch wirklich darauf Wert gelegt, dass wenn die Fahrzeuge draußen bewegt werden, im Outdoor-Bereich, dass man da auch immer sichergestellt hat, dass das Wasser abläuft. So, jetzt kommt es noch besser. So, jetzt bin ich fertig mit Duschen. Dann habe ich ein komplettes Bad. Ruckzuck. Genau. Magic. Einmal rumschweifen und schon haben wir wieder das Bad. Hier haben wir ganz unsere
einfachen Dinge parkiert, die man braucht. Zahnbürste, Zahnbürste. der Föhn, der passt da rein. Das ist sehr tief. Fahr mal gerade mit der Hand rein. So. Oh, krass. Ja. Man muss sagen, der Fiat Ducato ist das bessere Kastenwagenfahrzeug, weil man keine Rundungen hat, so viele. Und das schafft natürlich den maximalen Platz, den wir hier haben, oder? Sämtliche Kästen haben eine sehr schöne Einbautiefe, Ja. dass man wirklich was reinkriegt und es dann auch rutschfest drin ist. Der Mercedes-Benz Sprinter, so gern die Leute ihn haben. Also die Form geht nach hinten, verjüngt die sich, nach oben verjüngt die sich. Für Möbelbauer eine absolute Katastrophe. Auch hier verjüngt sich ein bisschen was. Aber es geht noch. Man hat viel mehr Platz. Wir sind in einem Kastenwagen gerade. Wir sind nicht in einem teilintegrierten. Das hier ist ein Kastenwagen. Kastenwagen, genau. Hier mit dem Waschbecken, mit der Küche, die wir hier haben. Hier haben wir noch einen Gewürzhalter. Und das ganz Schöne ist einfach diese Einbautiefe bei diesen Kästen, die ist wirklich schön. Da kriege ich wirklich noch was rein. Und da ist ein Rausfallschutz mit drin. Das heißt, das, was drin ist, kann nicht selber rausfallen. Das ist ein Riesenvorteil. Ich habe überall Dämpfer noch mal mit drin, Federn, die das Ganze halten. Hier vorne ganz neu aus Aluminium. Das ist wertig, oder? Das ist der Gewürzhalter, der ist sehr wertig. Und da haben wir auch sehr gute Resonanz von den Kunden. Ja, das ist jetzt Alu, kein Plastik. Von Chan, bitte noch mal ganz kurz öffnen. Ich will mal gerade einen Satz sagen über die Größe der Kochfelder. Liebe Leute, das ist ja jetzt mal ein Kochfeld. Oft sind die sehr schmal, man kriegt keinen großen Topf drauf. Das geht hier. Das geht hier gut, man muss einfach schauen von der Höhe her und dann passt das wunderbar und da steht dem feinen Gericht nichts im Weg. Reinigung, so einfach. Du nimmst einfach die Teile raus, du kannst mit dem, ich sag mal, Lappen drüber fahren und dann direkt ins Spülbecken rüber. Das ist also auch der Vorteil. Genau, wenn mal etwas überkocht oder so, dann kann man es einfach mit einem feuchten Lappen rüberwischen ins Waschbecken und dann ist es in der kürzester Zeit wieder trocken. Piezo-Zündung ist mit drin. Selbstverständlich. Serie. Das ist da. Dann habe ich hier vorne eine Arbeitsplattenerweiterung. Zeig mal bitte. So, auch die ist mit ordentlichen Beschlägen versehen. Das ist jetzt nicht Plastik oder irgendwas, sondern könnte ja immer einer sich mal versehentlich abstützen. Klar, man soll sich nicht draufsetzen, aber der hält was aus. Ja. Das hält auf jeden Fall was aus. Also auch einen schweren Topf mit Teigwaren drin oder so. So, sehr schön. Der Kühlschrank. Das ist, denke ich mir, einer der wichtigsten Orte auf der richtigen Höhe. Richtig, genau. Das ist ein 84 Liter Kompressorkühlschrank. Kompressor, der läuft mit 12 Volt. Gut, der Vorteil ist, es kann sehr heiß werden, das spielt keine Rolle. Er hat leichte Geräusche, jetzt sind die aber so gut isoliert, dass ich oft hingehe, wenn ich kein Gefriergut habe, ich mache ihn einfach nachts aus. Denn dann ist er morgens immer noch kalt. Das ist so, der hat einen wahnsinnig guten Isolationswert und man hat auch noch den Nachtmodus, wenn er dann nur die Kühlung erhält. Und nicht dann ist viel leiser dann. Ja. Viel leiser, empfehle ich auch. So, jetzt sieht man das hier. Bitte mach mal zu, das Bad, dass man mal sieht, wie schön das ist. Wenn ich mal alleine auf Toilette gehen möchte, das funktioniert sogar auch für große Leute. Stehhöhe, deine Größe nochmal? Ich bin 1,74. 1,74. Ja. Wir haben also über 1,90 Meter Stehhöhe. Richtig. Das ist auch phänomenal. Ihr habt eine ganz neue Isolierung. Genau, das Fahrzeug ist komplett isoliert. Das heißt, man kann es auch im Winter benutzen. Das ist wirklich ein großer Vorteil für die, die auch mal Skifahren gehen oder Snowboarden. Ja, hier vorne Panoramafenster, das müsste jetzt nicht drin sein, aber es gibt so viel Licht und das kann man dann nochmal zusätzlich verdunkeln, wenn ich das haben möchte. Und was ganz Neues, ihr habt eine Privacy-Sichtschutzfunktion vorne drin. Das heißt, das geht von unten nach oben und isoliert nochmal diese Kältebrücke oder Wärmebrücke. Genau, das ist richtig und man kann sie auch stufenlos einstellen von der Höhe her. Genau, wenn du mir das mal gerade zeigst, wie schnell das auch geht, wo andere Leute da irgendwelche Fächer falten, das funktioniert einmal gerade machen. Spiegel, geht genau dran vorbei. Das war's. Das ist schon. Das war's schon. Und das Coole ist, du kannst sie auch mittendrin machen, sodass du noch rausschauen kannst. Genau. Oben, aber keiner kann mehr reinschauen. Genau. Das ist zum Beispiel hier in so einer Position. Oder man kann es auch ein bisschen tiefer machen, so wie es einem gerade gefällt. So, das ist Fiat Ducato 7. Die neuen kommen jetzt alle auf 8. Das heißt, das neue Ducato-Modell? Das neue Ducato-Modell, das 8er Serie, genau, hat dann noch ganz leichte Modifikationen im Armaturenbrett und wir haben dann auch noch ein neues Multimedia-System. Ja, das ist so. Ist ein bisschen leiser geworden, muss man sagen. Das Ganze ist viel automotiver. Das ist, ich sag mal, der eine mag so, der andere mag so, aber der Fortschritt hat da nicht Halt gemacht. Also schaut euch die Videos an. Fiat Ducato 8, das hier sind noch 7er. Ihr seid überhaupt froh, dass ihr welche bekommen habt für die Messe, oder? Das ist richtig. Wir sind fast ausverkauft und sind froh, dass wir überhaupt Fahrzeuge zeigen dürfen. Wir haben sogar noch Prototypen bekommen von Adria selbst. Ja. Sitze sind drehbar. Selbstverständlich.
So, und da habt ihr euch für eine spezielle, ich sag mal, Art entschieden. Ihr habt Teilleder mit automotiven Textil mit drin, das sich sehr leicht reinigen lässt. Das ist so. Da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten und Farbmuster. Das ist jetzt eine grau gehaltene Variante. Die gibt es auch noch mit Leder Alcantara, für die es ein bisschen edler haben wollen. Oder natürlich auch ganz helle Stoffe. Ja, wir fangen an. Ganz viele Spezialteile, die aus dem Offroad-Bereich normal verwendet werden, wie zum Beispiel ein Whale Water Heater in Verbindung mit einer Webasto Diesel-Standheizung. Das kennt man nur aus dem Offroad-Bereich. Ja. Da wird das immer verwendet, aber das habt ihr hier eingebaut. Das heißt, das steht mit der Heizung auf Diesel. Genau, Richtung. Das ist eine Diesel-Standheizung drin von Webasto, wie gesagt, mit dem Whale Wasserheizer. Das ist alles eine sehr einfache Technik vom Bedienen her und ist äußerst robust. Ja, die geht, also das verwenden die Leute, wenn die nach Afrika fahren, da haben die genau diese Kombination, hochinteressant. Das neue Bedienpanel, jetzt neues Design mit drin, das ist die einfache Version, aber die zeigt alles. Die zeigt alles, was du wirklich brauchst am Fahrzeug. Wir haben hier den Füllstand des Frischwassers, wir haben hier das Grauwasser. Dann, wenn ich hier mache, ist die Wasserpumpe aktiviert. Das geht alles sehr einfach. Hier die Aufbaubatterie. Und dann auf dieser Seite noch die Starterbatterie. Die ist jetzt ein bisschen drunter, das Fahrzeug leidet ein bisschen an der Messe, aber das kommt schon gut. Ist da jetzt ein Ladebooster drin oder habt ihr die Möglichkeit, das nachzurüsten? Der Ladebooster ist drin in diesem Fahrzeug und sobald wir den dann starten, geht die Batterie auch wieder hoch. Geht die wieder hoch. Lithium wäre nachrüstbar? Wäre natürlich ab Werk möglich. Ab Werk auch? Ja, ab Werk, eine oder sogar zwei. So, jetzt schauen wir mal hier oben rein. Das sind Schränke. Da musste man schon Push dran schreiben. Ansonsten würden die Leute noch nicht mal sehen, dass es Schränke sind. Alles ist hinterbelüftet. Alles ist hinterbelüftet, von dem her. Da sind auch Zwischenwände drin, alles mit dem Schnappsystem, schön wunderbar gehalten. Warte, ich zeige das mal gerade. Das ist das Schnappsystem, was du drin hast. So, dann hier vorne TV-Vorbereitung auf Wunsch. Ist serienmäßig. Serie. Ja, ist serienmäßig bei uns. Und was denn noch optional wäre, wäre denn hier der TV-Halter selbst. Wobei wir bei diesen Fahrzeugen oftmals gar keinen TV-Halter brauchen. Die Leute gehen wirklich hier raus, machen Sport und die wollen abends nicht noch Fernsehen. Notebook ist das große Thema. Das kann man hier draufstellen oder man kann ein Tablet mit Magnet anbringen. Das machen die Leute also viel flexibler. So die Satellitenfestinstallationen, das kommt immer weniger. Cooles, bitte. Ja, das ist so und es wird auch immer wie mehr mit dem WLAN gearbeitet, statt mit SAT-Anlagen, was bei diesem Fahrzeug natürlich auch gewichtstechnisch noch einen großen Vorteil bringt. Ja, das ist nicht nur eine Klimaanlage, das ist auch eine Heizung. Das heißt, wenn ich Strom habe am Campingplatz, kann ich damit heizen. Richtig, genau. Das geht natürlich auch so und so mache ich auch niemanden irgendwie ärgerlich mit dem Lärm und so weiter. So, das ist das, aber jetzt kommt es noch besser. Das ist ein ausgewachsener Schrank, der ist dabei. Für hängende Kleidung, das findet man im Kastenwagen eher selten. Das heißt also oft fehlen die Kleiderschränke auf der Länge. 6,40 Meter sind wir hier. 6,40 Meter sind wir hier, genau. Und die Schubladen für große Töpfe. Das ist der kleine. Der kleine? Das ist die kleine Schublade, genau. Und dann kommen jetzt die zwei tiefen Schubladen. Hier kann man dann die Töpfe, Teller und so weiter reintun. Ja. Also ihr macht den Leuten das Leben wirklich schwierig, den Teilintegrierten, weil das hier ist ein extrem kompaktes Fahrzeug, bei dem ich nicht so auffalle. Ich sag mal, mit einem Teilintegrierten, das ist direkt Camping, das hier ist so ein bisschen Outdoor, oder? Es ist beides. Man kann wirklich Camping machen mit dem Fahrzeug. Es ist voll ausgerüstet mit allen technischen Features, aber man kann natürlich auch wirklich Outdoor betreiben. Ja, und viele Leute nutzen das im Alltag. Bei 6,40 Meter in der Schweiz, ihr habt das Glück, ihr habt noch ordentliche Parkplätze hier. Ich glaube, 6 Meter sind fast alle, oder? Ja, 6 Meter sind bei uns mindestens alle. Von dem her haben wir da gar kein Problem. Und man kann es natürlich im Alltag gut benutzen, besonders mit dem SGX, mit dem elektrischen Hubbett. Da habe ich ein richtig großes Ladevolumen. Ja, ihr habt einen 9-Gang ZF-Wandlerautomatik mit drin. Der hat noch richtig Anhängelast. Gesamtzuggewicht ist ordentlich. Den kann ich als Arbeitstier für ein Boot zum Beispiel verwenden. Genau, richtig. Also mit dem Heavy-Chassis, dann haben wir hier sogar 3 Tonnen Anhängelast. Das reicht für einen Sport. 3 Tonnen? 3 Tonnen mit dem Heavy-Chassis. Okay. Ja. So, das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil viele Fahrzeuge haben keine Anhängelast mehr. Jetzt, ich habe gesehen, der neue VW T7, der tut sich schon ein bisschen schwer, der jetzt kommt. Und der Ford wird es ja auch nicht anders haben. Aber Fiat Ducato, das ist ein Paketdienstauto, aber der neue, muss man sagen, automotiv, also das fühlt sich eher Pkw-mäßig an, oder? Das ist ein ganz tolles Fahrzeug und eben der Mix ist da zwischen Freizeit und Benutzung im Arbeitsumfeld. Ja, schön ist hier die, ich nenne sie mal Fußbodenheizung, das ist ja eine starke Kältebrücke hier drin und da hat sich Adria was überlegt, das ist aufgedoppelt und da kommt die Wärme von unten. Genau, richtig, da sind die Heizkanäle drin und da kommt wirklich wunderbar schön warme Luft raus. Wenn ich jetzt hier das Kissen noch kurz wegnehme. Gerne. Dann sehen wir hier auch nochmals Lüftungsaustrittsdüsen
und da kann man dann wirklich wunderbar schön warm haben abends. Schön. So, da steht er jetzt hier. Das Ganze natürlich in der klasse Ausstattung. Es hat seinen Preis, muss man sagen. Es kommt aus Slowenien. Es klappert wenig. Das ist also heute auch wichtig, denn viele machen keine Probefahrt. Das ist ein Fehler. Bei euch kann man Probe fahren? Man kann Probe fahren, nur nach Absprache natürlich, weil wir auch mit den Fahrzeugen hier eher begrenzt sind und mit der Motorisierung müssen wir schauen, was wir gerade da haben. Aber das geht ja nur darum, dass man mal so ein bisschen hört, wie klingt das Auto innen, wie ist das Geräuschverhalten. Das sollte man tun. Man sollte wirklich mal Adria testen. Das Fliegenschutzgitter bitte noch mal zeigen, weil das geht über die ganze Breite komplett, sodass ich im Sommer das auflassen kann. Und muss nicht die schlimmen, ich habe gesehen, in der Halle hier waren Stechmücken. Ihr habt in der Schweiz auch Stechmücken. Ja, das haben wir auch. Da sind wir nicht verschont. Schade, ich dachte, die würden an der Grenze Stopp machen. So, ich zeige es mal gerade. Ihr seid in der Schweiz, das hier ist er, der Twin Supreme 640 SGX. Hier steht im Moment, je nach Ausstattung, 59.600. Wie es hier steht, 82.000 Schweizer Franken. Da ist die Steuer mit drin? Da ist alles drin, genau, richtig, ja. Aber er ist ziemlich schick und das Ganze natürlich auch, ich gucke mal gerade, LED auf Wunsch. LED optional möglich, selbstverständlich, ja. Und schick ist er von vorne. Er ist immer noch wunderschön, ja. So, es ist die Radverbreiterungen, die da sind, ja. Also, liebe Kinder, wenn ihr irgendwie liebäugelt mit Mercedes-Benz, geht rein, guckt euch die Innenmaße an. Das ist so schön wie er ist und so gern der Stern lockt, ja. Innen drin kannst du hier tanzen. Probiert das mal bei Mercedes. Da brauchst du andere Grundrisse. Das hier fühlt sich fast an wie ein Teilintegrierter, muss man sagen. Und leider ist es auch so, ich kenne einen Fiat-Händler, der sagt, er hat keine Motorschäden. Das gibt's gar nicht. Das sind wir uns eigentlich gar nicht gewöhnt. Das ist dann eher schon, wenn jemand zu wenig Öl drin gehabt hat oder die Motorkühltemperatur nicht beachtet hat. Ja, wir reden hier vom Nutzfahrzeug. Das ist jetzt die Power-Version, wahrscheinlich 180 PS hat er jetzt im Moment. Genau, richtig, ja. So, also auch die Länge 6,40, viel länger sollte auch nicht sein, oder? Das ist, um im Alltag immer durchzukommen. 6,40 Meter ist auch die Maximallänge, die wir hier anbieten. Wir können das Fahrzeug auch, also die Twin-Baureihe gibt es auch mit 6 Meter oder sogar mit 5,40 Meter für die kurzen. Dann aber mit Einschränkungen, muss man sagen, im Platz. Dann natürlich mit Einschränkungen und natürlich nicht mit dem elektrischen Hubbett. So, das Ganze steht mit AdBlue. Hier sieht man also auch die Verarbeitung. Du bist sehr zufrieden mit der Verarbeitung aus Slowenien? Ich bin wirklich sehr zufrieden und das erstaunt mich teilweise, wie gut, dass sie das hinbekommen. So, hier vorne sieht man auch das Heck, das ist schön gemacht. Du hast keine Einzelfenster, sondern die Abdeckung geht komplett über die ganze Breite. Ich meine, das Auge ist ja auch ein bisschen mit, oder? Ja, das ist so und sieht so auch schlüssig aus, auch wenn das Fahrzeug hinten geschlossen ist. Ja, die neue Isolation, letzter Takt, da habt ihr unglaublich investiert, muss man sagen. Also die neue Isolation ist wirklich nochmal ein Quantensprung. Sie wurde nochmal besser. Genau, sie wurde nochmals besser, sie wurde nochmals dicker von der Isolation her. Und sie wurde gleichfalls im gleichen Atemzug wurde sie nicht schwerer. Ja, das Geniale ist, ihr braucht ja das Gas ja nur zum Kochen und für warmes Wasser. Trotzdem habt ihr zweimal 11 Kilo reingemacht. Da muss man jetzt keine 2 Flaschen. Du sagst, mit einer kommst du ewig aus. Mit einer kommst du da wirklich sehr lange durch, weil du hast ja die Heizung mit dem Diesel. Kommt etwas darauf an, wie fest du dich da in der Küche beschäftigst. Aber das reicht, eine reicht sehr lange. Also bei mir 11 Kilo hält ein halbes Jahr. Bei mir am Grill draußen, Autogrill, wie es ist. Aber da gebe ich dir recht. Hier vorne ist noch rechts was Kleines drin. Was kann das? Ist das die Betterweiterung vorne? Das ist das Zusatzbrett, das man einfach umschwenken kann und dann ist der Laderaum für sich geschlossen. Also wenn man noch längere Strecken fährt und vielleicht eine Notbremsung einlösen muss oder so, dann fällt da nichts nach vorne. Zur Ladungssicherung dann. So, komm, wir gehen mal ganz kurz hier vorne hin. Dann zeigen wir mal euer System. Ihr habt einen Importeur. Der Fritz, genau, richtig. Den habe ich schon kennengelernt und du bist einer der Händler, richtig? Genau, richtig. Ich arbeite bei Garage Schnepple AG in Pratteln, also ganz in der Nähe von der deutschen Grenze. Sag mal, das seht ihr hier, genau, richtig. So, da ist der nächste Ort in Deutschland, wie heißt der? Der nächste Ort, ja, ist Weil am Rhein. Weil am Rhein. Weil am Rhein, ja. Okay. Oder Rheinfeld in Deutschland. So, das ist der Grund, warum, ich sag mal, das Hochdeutsch bei dir relativ einfach ist. Ja, ist nicht sattelfest, aber ich gebe mir immer wieder mal Mühe. So, zeig mal mit dem Finger drauf, wo ihr seid, hier unten auf der Liste. Da sind wir hier. Da bist du da. Also Baselland heißt euer... Genau, Baselland, das ist in Pratteln, genau. Und wir bieten das ganze Adria-Sortiment an. So, du bist der Martin Madörin. Genau. Ja, und das Ganze heute am 1. November. Die Messe geht langsam zu Ende. Das ist schon anstrengend, muss man sagen. Weil die Fragen, was sind die meisten Fragen, die kommen?
Oh, die sind sehr vielseitig, aber momentan geht es wirklich darum, was ist die Lieferfähigkeit, was ist die Zuladung des Fahrzeugs. Das sind wirklich Dinge, die die Leute momentan beschäftigen. Zuladung in der Schweiz, mega Thema, 3,5 Tonnen. Geht das mit dem Auto ganz gut, weil ich sehe, die Klimaanlage ist drauf? Ja, das muss man natürlich individuell dann anpassen mit dem Kunde. Was will er denn überhaupt alles mitnehmen? Aber bei diesen Fahrzeugen sind wir mit 3,5 Tonnen ziemlich gut drin. Geht, ja. also als Zwei-Personen-Auto allemal, oder? Auf jeden Fall, ja. So, vielen, vielen Dank, lieber Martin, heute am 1. November bei Adria. Tschüss. Tschüss, danke.